Ich bin hier mit der Schnitzarbeit von diesem Brautpaar beschäftigt, halt in der Tür vor der Kirche oder einem anderen Gebäude, das ist nicht ganz genau ersichtlich. Ich habe dieses Bild bekommen und das auch nach diesem Bild gemacht. Und hier wollte ich kurz darauf eingehen, wie man sowas machen kann. Also hier ist wenig rausgefräst, ja, hier ungefähr 7 mm, 7, 8 mm. Das ist eine kleine Figur, die hat eine Größe von, sind jetzt hier 17 cm. Der Mann ist ein kleines bisschen größer. Und wie kann man sowas jetzt machen, weil sich ja alles auf dieser geringen Ebene bewegt, ja. Man hat also nur die Möglichkeit, eigentlich diese Kanten einzuschneiden, das Material wiederum wegzuarbeiten und das so geschickt zu machen, dass es Tiefe gewinnt. Ja, das klingt jetzt vielleicht etwas einfach, aber viel mehr kann ich nicht machen, weil es ist ja das Flachrelief, das ist also eine eigene Gattung. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein tieferes Relief machen, entferne ich mich von diesem Begriff Flachrelief und dieser Gattung. Dann muss ich das völlig anders konzipieren. Da muss ich mir auch mehr Gedanken machen über Höhen, über Ausarbeitung und so. Hier und da müsste ich dann vielleicht sogar mal eine Hinterschneidung machen oder irgendwo was rausarbeiten. Aber hier kann ich letztendlich nur diese Umrisse umreißen. Und man sieht es ja auch schön, ich kann ja hier nicht diese Höhe darstellen. Das ist ja viel weiter oben, dieser Punkt in der Realität. Wenn diese Frau jetzt da steht, das Kleid ja, kommt ja richtig raus, ja, aber das kriege ich ja hier nicht hin. Also kann ich nur diese Illusion erzeugen, dass ich halt unter dem Arm die Kante scharf mache, wo das an die Taille ranführt, das Kleid, und dort so tailliert erscheint. Und unten werde ich es halt schön rund schnitzen. Hier diese Eckbereiche, die runde ich entsprechend ab. Ich mache eigentlich all diese Schritte, wie es auch in der Wirklichkeit ist. Ja. Ich tue so ein bisschen diese Perspektive darstellen, dass die Frau eben so ein bisschen in der Richtung steht, der Mann ein kleines bisschen mehr so. Das ist ja durch die Gesichtsachsen entsprechend auch angegeben und durch die Körperhaltung, ja, durch die Achsen zueinander, das ist ja wie eine imaginäre Achse, kann man sich ja in diesem Körper denken, ja, dass wir mehr hier die Seite einfach durch diesen Arm und die Beine und so sehen und den Kopf entsprechend, und hier ist er halt sehr frontal, was auch schön die unterschiedlichen Charaktere von Gegensatz Mann und Frau zum Ausdruck bringt, hier so etwas mehr verspielt und hier vielleicht etwas statischer und auch größer und so, und vielleicht diese männliche Stärke mehr zum Ausdruck kommt. Über solche Gestaltungsmerkmale muss man sich ein bisschen Gedanken machen, aber oft spielen einem ja die Leute schon dazu und finden halt dieses Bild einfach intuitiv schön, und das hat ja ein Fotograf gemacht, ausgewählt, also kann ich mich da auch schon mal drauf verlassen. Wenn man Fotos nimmt, immer so ein bisschen darauf achten, dass nicht zu viele Verzerrungen drin sind, außer man will das als Gestaltungselement einsetzen, meinetwegen mal eine Übertreibung, so ein Fischei, also es gibt ja Objektive, die haben so eine geringe Brennweite, dass sie die Objekte wie verzerren, und da kann man also auch sehr interessante, lustige Objekte aufnehmen, und wenn man sowas mal schnitzen will, kann man es natürlich auch bewusst einsetzen. Aber hier ist das nicht gewünscht, also eher ein Teleobjektiv verwenden, wenn sich jemand Bilder selber produzieren will. Ja, und hier werde ich das einfach auch umranden, das ist so praktisch die Stufe. Da schnitze ich hier einfach eine Kante rein und lasse dieses Pflaster, was hier vorne ist, so ein bisschen schräg daran laufen. Und diese Fläche hier werde ich aber relativ gerade darstellen, und durch diese unterschiedlich angeschnittenen Flächen wird ja das Licht unterschiedlich reflektiert und erscheint auf jeden Fall ja in Differenzen zueinander, und das muss ich halt ein bisschen beachten, ja, dass ich das Bild so leicht plastisch ausarbeite, so viel wie es halt geht, dass ich schon versuche, das zu machen, was auch in der Wirklichkeit ist, aber nur so, wie es meine Materialtiefe halt zulässt. Ja. Das ist alles, was ich tun kann. Und dann muss ich auch mit Formgefühl daran gehen. Das gelingt nicht beim ersten Mal und erfordert auch handwerklich eine gewisse Disziplin. Ja. Also ich kann jetzt hier nicht unbedacht drauf los
runksen, sondern ich muss schon ein gewisses Fingerspitzengefühl an den Tag legen. Und Kursteilnehmer haben mir zum Beispiel reflektiert, also was jetzt eher so dominantere Personen waren, die auch in ihrem Beruf immer gewohnt sind, vorzupreschen und so, die dann sich abends aber mal hinsetzen wollen und sowas schnitzen und sagen dann, ja, wenn ich dann so in den Moment komme, wo ich so hektisch und irgendwie ungeduldig werde, dann lege ich die Messer weg und mache einfach am nächsten Tag weiter. Das wäre dann auch meine Empfehlung. Wenn jemand hingegen sehr ruhig ist und ausgewogen, dann kann man sich natürlich mal auch länger daran setzen und ein bisschen zwingen. Aber auch da kann das natürlich dann Frust erzeugen, dass man sich sehr stark reingezwungen hat und dann das irgendwie nicht so schön aussieht und man dann ein bisschen leidet. Also lieber mal Abstand nehmen, auch wenn man merkt, man kommt da nicht so gut voran. Lieber am nächsten Tag nochmal weitermachen. Aber handwerkliche Fehler oder so kann das natürlich nicht kompensieren. Ja? Nur so einfach dieses bedachte Überlegen, darum ging es mir jetzt. Wenn es handwerkliche Probleme gibt, wie stumpfe Eisen oder sowas, oder Faserverlauf, dann würde ich doch sagen, lieber nochmal auf eine einfachere Übung zurückgehen und sich nicht gleich hier die Zähne ausbeißen. Ich brauche hier insofern scharfes Werkzeug. Ich schnitze jetzt hier natürlich quer zur Faser und das muss ja irgendwie sauber werden. Ist ja relativ einfach nachvollziehbar, wenn ich die Fasern quer durchtrenne. Dann ist das nicht der ideale Weg, die Faser zu schneiden, sondern ideal wäre natürlich längs. Aber ich komme da einfach nicht ran und bei der kleinen Arbeit macht das wenig Sinn. Also schnitze ich auch quer. Und man sieht schön, ich schneide hier diese Fläche einfach entsprechend nach. Ich habe ein bisschen was abgetragen. Dadurch gewinne ich einerseits eine Räumlichkeit, dass das Kleid so ein bisschen rausploppt. Ich habe die Fläche hier so ganz leicht angekippt. Das werde ich auch noch ein bisschen verstärken, dass sie so ein bisschen in die Richtung zieht. Wohingegen das eher mehr in die Richtung läuft oder eher gerade ist. Also ich sehe da wirklich eine Unterscheidung in den Flächen. Und darum geht's. Und dass wenigstens die Tendenz in die richtige Richtung da ist. Man wird das nicht 100% hinbekommen. Also wer das wirklich 100% hinbekommt, das würde ich dann sagen, ist dann eine Meisterarbeit. Insbesondere wenn man das auch noch selber entwirft und zeichnet. Oder ja, sich konzipiert, wie die das früher noch in der Renaissance und so auch noch verstärkt gemacht haben, wo man auch diese Reliefe zum ersten Mal in Perspektive geschnitzt hat und wo diese Gattung entstanden ist. Namentlich wäre da natürlich der berühmte Bildhauer Donatello zu nennen, der diese Gattung erschaffen hat. Aber wir machen das ja hier in der volkstümlichen Arbeit und so ein bisschen Volkskunst. So, ich habe jetzt hier mal an dieser Treppe gearbeitet. Also ich spüre allmählich, das ist nicht mehr Zeichnung, sondern ich habe jetzt den Schritt der Grafik eigentlich, beginne ich jetzt zu überwinden und das ist jetzt was anderes. Eine plastische Ausarbeitung in dieser Gattung des Flachreliefs und immer handwerklich muss ich natürlich jetzt hier aufpassen. Jetzt hätte ich mir fast da was weggebrochen. Und man muss halt diese Kanten immer schön erhalten. Das ist das Problem. Wir haben jetzt hier mit einem Teilnehmer eine Eisenbahn angefangen zu schnitzen. Und man macht sich gar kein Bild, wie viele Kanten es da gibt. Und du musst halt praktisch immer, ich habe mich auf diese Kante erstmal konzentriert. Ja. Du musst die erstmal in die Tiefe bringen, du musst die an den richtigen Platz bringen, sichern. Und dann muss ich natürlich auch noch weiter an dieser Treppe arbeiten. Und dann auch mich hier auf diese obere Kante konzentrieren. Ich muss mir überlegen, wo sind höchste Punkte, ja. Und das wäre natürlich hier vorne diese Treppenkante. Und die muss ich jetzt so schön herausschneiden, so wie das hier schon gemacht ist, dass diese Fläche natürlich dann steil nach hinten geht. Und dass ich da die Fläche hier schön anschrägen muss, so gut es halt geht. Aber meine Bilder kommen mir ja entgegen, ja. Und wenn ich das einfach dann nachschneide und in die Tiefe arbeite,
Wenn ich es erstmal wegkriege, wenn es auch noch nicht sauber ist, habe ich schon mal die halbe Miete. Und wenn ich dann noch die Ecken sauber schnitze, dann erscheint es sauber, wenn auch nicht die Flächen alle 100% genau sind. Also solche Schnitte könnte ich jetzt, wenn ich will, stehen lassen, aber die Ecken muss ich schon sauber schnitzen. Ja. Das wäre also wichtig. Schnitzt die Ecken sauber, dann wirkt die ganze Arbeit schon mal besser. So, man hat jetzt gesehen, ich habe jetzt auch hier die Form mitgemacht. Man sieht ja an der Linie hier oben, dass das so ganz leicht rund ist. Und das habe ich jetzt einfach nachgemacht. Diese kleinen Rundungen, das was halt in der Wirklichkeit ist, versuchen so gut es geht nachzumachen, was die Bilder entsprechend vorgeben, oder wenn man den Ort entsprechend kennt, dass man dann dort Studien macht, mal Aufnahmen macht mit dem Handy oder zeichnet, wenn man Zeit hat. So, ich habe mich jetzt hier mal vorbereitend dran geschnitten. Das ist noch nicht ganz sauber. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen tiefer gehen. Das wird angeschrägt. Das kommt weiter in die Richtung. Ja, hier muss ich auch ein bisschen reinschnitzen. Ich denke, ich werde hier doch noch ein kleines bisschen runterdrücken, weil das nicht so richtig gut aussieht. Ich muss noch ein bisschen mehr Differenzen doch schaffen, dass das noch ein bisschen mehr rauskommt tatsächlich. Und auch für die Laterne muss ich ja noch was wegarbeiten, dass die ein wenig rauskommt. Aber das ist nur geringfügig und dann werde ich die Linie neu aufzeichnen. Ein bisschen was muss schon weg. Ich habe dann neue Ebenen geschaffen. Das muss ich nicht. Ja, ich könnte auch das einfach nur so ein bisschen hinarbeiten, dass es halt irgendwie passt. Aber wenn dann hier so eine ballige Fläche entsteht, ist nicht ideal. Ja, es geht. Für die ersten Versuche, aber ich will es natürlich versuchen, so gut es geht zu machen. Okay, dann schnitze ich einfach weiter.